Ein Drittel unserer Lebensmittel landet im Müll. Und zwar nicht nur, weil du mal wieder das da vergessen hast, sondern auch, weil bei Bäckereien, im Supermarkt oder auch schon vorher beim Großhandel oder bei LebensmittelerzeugerInnen Essen weggeworfen wird. Okay, das hier hätte jetzt wahrscheinlich nicht sein müssen. Solange es Menschen gibt, die Hunger leiden, ist das absolut nicht akzeptabel. Dazu kommen die Ressourcen, die verbraucht werden für etwas, was dann im Müll landet. Und dann ist da ja noch das, was bleibt. Das da sind unsere jährlichen Treibhausgasemissionen. Also alles von Industrie zu Gebäuden, Transport und so weiter. Und das da ist nur für Lebensmittel. Und ein Drittel davon sind komplett für den Müll. Mann! Da müssen wir doch was dagegen tun. Und deswegen tun wir jetzt auch was. Ich rette jetzt Lebensmittel. Und dabei zeige ich dir, welche Möglichkeiten du hast, heute schon Essen zu retten. Wir fangen ganz leicht an, falls du es einfach mal ausprobieren willst. Dann steigern wir uns und am Ende habe ich eine Methode für dich, bei der du pro Woche mehrere Tonnen an Lebensmittel retten und damit sogar Geld verdienen wirst. Beginnen wir mit dem wohl bekanntesten Too Good To Go. Ich schaue in deren App, welche Unternehmen in meiner Nähe gerade Essen abzugeben haben und reserviere mir eine sogenannte Magic Bag. Dann mache ich mich auf den Weg, in diesem Fall zum Edeka um die Ecke. Dort zeige ich an der Kasse einen Code vor und bekomme meine Magic Bag. Man weiß ja vorher immer nicht, was man bekommt. Das sind ja sonst Lebensmittel, die sonst weggeworfen werden würden. Alles, was die praktisch nicht mehr in der Backtheke haben, weil es irgendwie von gestern Abend ist oder so, das landet dann in diesen Tüten. All das hier gibt es für 2,50 € über Too Good To Go. Und hier sind noch ein paar süße Sachen drin, wie zum Beispiel Donuts. Das wäre echt schade gewesen, wenn das hier im Müll gelandet wäre. Als nächstes mache ich mich auf den Weg nach München. Dort gibt es nämlich die Community Kitchen. Das ist so eine Art Restaurant, die nur gerettete Lebensmittel verwenden. Ich möchte da mal hinter die Kulissen schauen, mit der Gründerin sprechen und vor allem natürlich auch das Essen probieren. Guten Appetit! Ja, richtig lecker. Die haben dort auch einen sogenannten Verteiler. Verteiler ist eigentlich ein Tauschschrank. Da kann eigentlich jeder Lebensmittel hinbringen, die noch gut sind, und dann kommen andere Leute und nehmen sich die Lebensmittel halt raus. Uns geht es darum, dass wir am Ende die Sachen einfach weiter verteilen, die Leute davon profitieren, und das funktioniert wunderbar. Das ist jetzt aber nicht nur dieser Schrank, sondern auch alles, was daneben steht? Ist das richtig? Richtig? Und wie sieht das heute Abend aus? Leer? Wirklich? Ja. Yeah. Ich bin ja nicht bedürftig, wieso soll ich dann kostenlos Lebensmittel holen? In den Köpfen ist das so verankert bei uns, dass die Dinge, die wir wegschmeißen, die Armen können die noch essen, wir würden es nicht mehr essen. Das macht eine Zweiklassengesellschaft auf, diese Denkweise. Macht's, und ich meine, ich finde es natürlich wichtig, die Menschen, die nicht so viel Geld haben, mitzudenken, weil ja, die sind in einer anderen Situation, und man darf auch nicht vergessen, Lebensmittelverschwendung wird viel, viel mehr von den Leuten, die viel Geld haben, getrieben, weil mir doch egal, dann kaufe ich mir halt 2 Kilo Karotten, 1 brauche ich nicht, schmeiße es halt weg, kaufe ich mir nochmal 2. Ich bin jetzt gerade bei der Community Kitchen raus und also es hat natürlich geschmeckt. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Das war einfach lecker. Was mich wirklich erstaunt positiv ist, dass die erst seit 1,5 Jahren das machen, was sie tun, und schon so viel aufgebaut haben. Also es ist ja wirklich groß, was die hier gemacht haben. Das ist nicht dieses Ding von Klimaschutz heißt Einschränkung oder irgendwas in die Richtung, sondern die haben richtig Spaß dabei, so mit der Gemeinschaft zu arbeiten. Und dabei tun sie auch noch was Gutes für die Umwelt und damit für die Lebensgrundlagen unserer Kinder. Vielen Dank, Community Kitchen. Du kannst aber auch gerettetes Essen kaufen, ohne dein Haus zu verlassen. Zum Beispiel mit Surplus. Eine Tafel Schokolade, Quinoa, getrocknete Mango, Hafermilch. Da sind jetzt teilweise Produkte dabei, die bald ablaufen oder schon abgelaufen sind, aber noch lange haltbar sind. Und genau das wird da verkauft. Das riecht irgendwie gut. Hafermilch, die abgelaufen ist am 1.7.22. Getrocknete Mangos, Quinoa, Jackfruit Barbecue, Schokolade, Chips, andere Chips, einen Kaffee Latte. Bevor wir jetzt gleich zu den großen Retteraktionen kommen, noch eine letzte bequeme Möglichkeit.
Rübenretter. Wir benutzen es schon seit 2 Jahren. Da kommt bei uns einmal die Woche eine Obst- und Gemüsebox mit geretteten Lebensmitteln. Was ich daran mag, ist, wir haben immer was Gesundes da, es kommt von alleine und oft sind einfach auch Sachen dabei, die ich vorher nicht kannte, wie zum Beispiel Mairübchen oder Fenchelknollen, die ich echt lieben gelernt habe. Interessant ist auch immer die Inhaltsliste, die man online einsehen kann. Da steht nämlich immer dabei, warum dieses Essen weggeworfen werden würde. Ganz oft sind zum Beispiel die Früchte zu klein oder aus Überproduktion, was schon ziemlich vielsagend ist. Ich überlege natürlich immer, wie kann ich euch so ein kleines bisschen mehr geben, als ihr erwartet, wenn ihr so ein Video schaut. Und deswegen sind in diesem Video, wie auch in manchen anderen meiner Videos, irgendwo eine geheime Website versteckt. Finde sie und du kannst, es ist übrigens nicht dieser QR-Code hier, finde sie trotzdem und dann kannst du was gewinnen. Viel Glück! Okay, kommen wir zu den größeren Aktionen, Lebensmittel zu retten. Die nächste ist sogar komplett kostenlos. Ich besuche eine Freundin, Froni. Froni ist ziemlich cool. Sie lebt in einem Tiny House mit ihrem Mann und ist vor einer Weile mal mit ihm zusammen von Südasien aus heimgeradelt. Und jetzt gehe ich mit ihr Food saven. Wir holen jetzt Essen ab, was übrig bleibt, was sonst weggeworfen werden würde. Froni ist Mitglied beim Verein Foodsharing Deutschland. Heute dürfen wir deshalb nach Ladenschluss übrig gebliebenes Essen beim Foodtruck Wegbereitung abholen. Dankeschön. Den Foodsharing-Verein gibt es in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir haben Currysoße, wir haben Gurkensalat mit ein bisschen Tomaten und ich glaube Chili oder so. Und wir haben ganz viele Pommes. Ich glaube, überraschend ist halt teilweise schon, wie viel Essen das ist, das man abholt. Das da ist die Abholung von einem Supermarkt und zwar nur 1/3 der Gesamtmenge. Das Ziel ist es den Unternehmen so leicht wie nur möglich zu machen, das Essen nicht wegzuwerfen. Man kommt pünktlich, man nimmt alles mit, was da ist und lässt nichts zurück, damit eben der Aufwand für die wirklich so klein wie möglich ist. Im Gegenzug bekommen sie dann kostenloses Essen. Um dort anzufangen, machst du 3 Probeabholungen und wenn du es dann 3-mal gemacht hast, dann kannst du dich quasi offiziell als Mitglied sehen und dich eintragen. Falls du dir das mal genauer anschauen willst, vielleicht ist das ja auch was für dich, ich packe dir den Link dazu in die Videobeschreibung. So, wie rettet man jetzt Tonnen an Lebensmitteln jede Woche und verdient damit sogar Geld? Lass uns noch mal kurz zur Community Kitchen nach München fahren. Wir haben uns ein soziales Thema rausgepickt und wollen zeigen, dass man mit so einem Thema, das auch wirklich einen Impact haben soll in der Gesellschaft, dass man damit auch Geld verdienen darf, kann, soll und vor allem muss, weil es wichtig ist für die Gesellschaft. Ich finde, das ist mindestens genauso viel wert wie Computerarbeit, Excel-Tabellen und darf deswegen genauso auch entlohnt werden am Ende. Es ist halt ein geiles Arbeiten. Judith hat mir erzählt, dass sie erst vor 1,5 Jahren begonnen haben mit der Community Kitchen und es ist jetzt schon voll groß. Und sie wären super glücklich, wenn andere Menschen es ihnen einfach nachmachen. Sie würden sogar ihr ganzes Wissen teilen, zum Beispiel in Form von einem Franchise, um es anderen Menschen leichter zu machen, selbst eine Community Kitchen aufzubauen. Wir wollen gerne viele Leute dabei mitnehmen, ja. Food Waste gibt es nicht nur in München. Alleine München könnte 2 oder 3 Community Kitchens vertragen. Wenn man Bock hat, mit Menschen zu arbeiten und sein eigenes Ding zu haben, also sein eigenes Unternehmen aufzubauen, mit einer Expertise, die schon da ist, dann ist man so ein bisschen in Watte gepackt, aber hat trotzdem den unternehmerischen Freiraum, den es auch braucht. Und das möchten wir gerne zur Verfügung stellen, ja. Und sollte von euch da draußen tatsächlich jemand eine eigene Community Kitchen aufbauen, dann sagt mir bitte Bescheid, ich möchte euer erster Kunde sein.